Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Video zeige ich euch schon mal meinen Anführer der One-Page-Rules Fantasy Human Empire Armee. Und ja, er ist der Anführer der gesamten Armee, der General quasi. Ja. Aufgreif, mit Schwert, mit Rüstung, mit einem Pipapo, was halt so zu so einem Anführer gehört. Ne? Schon mal einen Anführer ohne Greif gesehen, ich meine, hallo. Ja, und wir fangen tatsächlich an einfach mit den Flügeln. Und das ganze Modell wird mit Speedpaints gemacht. Und wie immer, wenn ich vorspule, gibt es ein bisschen Musik dabei. Ja, übrigens das Anfangsvideo, bevor ich es geschnitten habe, also ich saß tatsächlich an dem Modell knapp 8 Stunden. Und da habe ich jetzt noch nicht mal die Feinheiten draus gemacht. Ja, bevor ich es vergesse. Wir machen erst erst schwarz, also erst schwarz grundiert, dann wird das Modell mit Grau gedraybrushed, mit einem hellen Grau und dann tatsächlich mit einem Weiß. Also ich wollte das mal ausprobieren. Müsste bei den Speedpaints eigentlich einen ziemlich coolen Effekt haben. Na, schauen wir mal, was daraus wird. So, jetzt haben wir es als Grau grundiert, mit Grau gedraybrushed. Sieht man auch ganz gut in der Kamera, glaube ich, dass das grau ist. Sieht schon ganz cool aus, finde ich. Aber jetzt kommt noch das Weiß dazu. Dafür nehmen wir einfach stinknormales Weiß. Packen das Ganze auch wieder auf unsere Draybrush-Palette. Und bürsten dann ein bisschen vorsichtig, dass man nicht das ganze Grau jetzt wieder wegmacht. Bürstet man wieder drüber. Und dann, ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ich es nicht versaue. Bis gleich. So, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt machen wir das natürlich mit dem ganzen Modell. Also das ganze Modell wird einmal mit Grau gedraybrushed, mit einem hellen Grau. Und dann mit Weiß vorsichtig nochmal drüber. Das werde ich jetzt auch wieder im Schnelllauf machen. Dabei ein bisschen Musik machen. Ja, wen das natürlich nicht interessiert, der kann einfach ein Stückchen weiter springen. Ne? Und dann, ja, geht's weiter mit dem Bemalen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alles fertig. Alles ist grau und weiß gedraybrushed. Ist mir auch ganz gut gelungen, finde ich. Man sieht da schön so ein bisschen hellere und dunklere Stellen. Man kann das natürlich jetzt auch noch ein bisschen weiter übertreiben. Ne? Also man hätte ein Schwarz nehmen können, dann ein dunkles Grau, dann ein helles Grau, dann ein noch helleres Grau, dann ein Weiß. Und ja, dann hätte man das machen müssen. Machen können, also bemalen können. Aber ganz ehrlich, also ich probiere jetzt erstmal mit den 2 Sachen aus, also sprich mit 3 Sachen eigentlich, mit Schwarz, Grau und Weiß, um zu gucken, ob das was wird. Und ja, wie gesagt, ich benutze jetzt einfach nur ganz normale Speedpaints. Ich werde mit den Flügeln gleich anfangen. Da wollte ich braun und ein dunkelbraun benutzen für, also ein hellbraun und ein dunkelbraun. Und natürlich der Greif soll so einen Körper kriegen, halt so ein bisschen wie ein Löwe oder Tiger. Abgesehen von vorne den Adlerkrallen und dem Adlerkopf natürlich. Und ja, bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Wenn es fertig ist. Wie gesagt, wir fangen mit den Flügeln an.
Da nehme ich jetzt Darkwood. Und danach wird Hardened Leather genommen. Das sind die 2 Speedpaints, die dafür benutzt werden oder ich dafür benutzen werde. Ein bisschen weiß werde ich vorne machen. Die Rüstung, die er an den Flügeln hat, wird mit Runic Grey gemacht. Ja, und dann sage ich mal wieder ein bisschen Musik, ne? Soweit habe ich den jetzt fertig, wie ihr seht. Jetzt klebe ich noch eben die Flügel an. Der Kopf ist ja auch schon dran. Ich finde, der ist richtig, richtig gut geworden. Der gefällt mir richtig gut. Ich werde mal gucken. Meine Frau sagte gerade, dass ich ihre Spiegelreflexkamera gerne benutzen kann. Mal schauen, ob ich damit umgehen kann und bessere Fotos als mit meinem Handy hinkriege. Mein Bruder sagte nämlich auch, dass... Also der war zu Besuch und hat sich ein paar Modelle angeguckt, die ich bei Instagram auch gepostet habe. Übrigens, folgt mir auch gerne bei Instagram, PVNTTK, die ich bei Instagram gepostet hatte. Und er sagte, du, die Bilder werden aber deinen Modellen halt nicht gerecht. Da musst du dir irgendwas einfallen lassen. Ja. Und irgendwie kam dann meine Frau drauf, ja, da steht auch noch die Spiegelreflexkamera. Und ja, jetzt muss ich nur gucken, wie ich damit hinkomme. Also wenn ich es geschafft habe, kriegt ihr ein Foto am Ende vom Video oder mehrere Fotos. Wenn nicht, gibt es halt einfach mit der Webcam ein paar Bilder. Gut, ihr Lieben. Während ich das hier festhalte, werde ich natürlich wieder ein bisschen vorspulen. Wir müssen jetzt noch den lieben Herrn General bemalen. Und ja,
dann war es das eigentlich. Übrigens, ich habe gar kein Gold hier benutzt, tatsächlich. Das ist alles gelb. Speedpaint gelb ist das. Wie hieß das noch? Zeloten Yellow, genau. Und ich muss sagen, das sieht richtig, richtig cool aus, oder? Ich finde es cool. Ich finde, das sieht gut aus. Also ich hatte mich dazu übrigens auch entschlossen, bei der ganzen Armee wird kein Gold oder Silber benutzt, sondern wirklich nur Speedpaints. Ich will mal eine ganze Armee nur mit Speedpaints machen. Wobei, da habe ich auch schon versagt, weil ich tatsächlich Details mit Acrylfarben nachziehe. Ja, aber ihr wisst schon, wie ich meine, ne? Also, die Armee wird durch Speedpaints einfach spielfertig. Und dann hat man 1000 Punkte spielfertig auf dem Tisch stehen. Und dann kann man ja danach immer noch weiterarbeiten. Ja? Man muss ja nicht einen Finisher oder sowas drauf machen. Man kann ja einfach mit Speedpaints eine Armee fertig machen, soweit, dass man spielen kann. Dass das nach was aussieht. Und nach dem Spiel oder nach dem Turnier kann man sich die Figuren wieder nehmen und sagen, ich wollte da noch die Details reinmachen. Oder ich wollte da noch, weiß ich nicht, eine Flagge malen oder freehanded irgendwas drauf machen. Das kann man ja alles nach und nach machen. Ne? Das ist ja genauso wie mit meinen Bases. Meine ganze Armee hat noch gar keinen modellierten Bases. Bases? Basen? Basen? Das kommt halt ganz am Ende. Und im schlimmsten Fall habe ich halt keine Gras oder Schlamm oder weiß ich was Zeugs auf den Basen. Aber halt spielbereit, ne? Ja, so sieht der übrigens aus, der liebe Greif. Ey, der ist richtig gut geworden, finde ich. Ich finde auch den Druck sehr, sehr cool. Also kann man sie nicht meckern, ne? Bei One-Page-Rules, da kriegt man was für sein Geld. Gut. Und dann sage ich mal, bis wir den guten Karl Franz... Ach nee, Karl Franz war Warhammer. Ich weiß noch nicht, wie ich den nenne. Mal gucken. Könnt ihr mal Namen in die Kommentare schreiben, wie mein General heißen soll. Und in der Zeit hören wir wieder ein bisschen Musik und spulen ein bisschen vor. Bis später. So, da sind wir wieder. General ist fertig, Greif ist fertig. Jetzt muss ich nur noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch gefunden habe, ausbessern. Ja, ich habe auch auf die Schriftrollen was draufgeschrieben, was nicht so wirklich Sinn macht im wirklichen Latein. Wobei es kommt drauf an. Ne? Latein ist halt nicht so eine einfache Sprache. Aber naja. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, da steht jetzt drauf, warte, Imperialis, Invito, Imperialis und noch irgendwas. Vino, Imperialis, irgendwas mit im Wein liegt die Kraft oder irgendwie sowas steht da drauf, quasi. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Ist ja eine Fantasy-Serie, Fantasy-Spiel ist das ja. Und bei einem Fantasy-Spiel kann auch ein Fantasy-Latein da sein, ne? Muss ja nicht immer das Original-Latein sein. Ja. Hier seht ihr ihn nochmal von vorne. Victorius, glaube ich, oder Victurus oder so steht vorne drauf. Genau. Ich kriege den Namen nicht mehr ausgesprochen. Was soll denn das? Naja. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer laufen jetzt auch wieder die Abonnenten durch. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Nächstes Mal werde ich was mit der Airbrush machen, glaube ich. Ich werde da mal ein bisschen schauen. Oder vielleicht mache ich auch die Fußtruppen von der Armee. Ich ziehe jetzt erstmal die Armee durch. Genau. Die nächsten Videos werden Armee. Hier seht ihr schon, ich habe schon ein Musketier hier in der Hand. Ja. Wir machen jetzt erstmal die 1000 Punkte hier fertig. Da ist der Musketierkommandant. Das kommt aber alles im nächsten Video. Ich wünsche euch was und danke fürs Zusehen. Bye bye, malt schön.